Und Premiere heute bei uns hier in die Welt am Morgen und auch in die Welt am Mittag und damit zusätzlich zu die Welt am Abend unsere Kolumnisten ab sofort den ganzen Tag über mit ihrer Meinung. Und zu dieser Premiere begrüße ich den Kolumnisten Gunnar Schupelius. Guten Morgen, Herr Schupelius. Schönen guten Morgen. Zum Start in die neue Woche, was heute wichtig wird. Warum für Sie ausgerechnet die Geiselfrage im Nahen Osten? Weil Israel kurz vor den besten Verhandlungen steht, die es geführt hat seit dem Überfall der Hamas auf Israel 2023. Verhandlungen in Katar, dass vielleicht doch noch Geiseln freikommen. Die Hamas steht mit dem Rücken zur Wand. Denn der künftige Präsident der USA, Donald Trump, hat gedroht, wenn bis zu seinem Amtsantritt die Geiseln nicht freikommen, dann würde die Hölle losbrechen. Das ist die typische Trump-Sprache. Das heißt, die Hamas können nur noch, bevor Trump ins Amt kommt, einen für sie einigermaßen akzeptablen Friedensvertrag oder einen Waffenstillstand mit den Israelis hinbekommen. Und das ist jetzt die Chance für Israel. Erstens zur Waffenruhe und zweitens, dass vielleicht doch noch überlebende Geiseln freikommen. Dieser Blick ins Ausland ist wichtig für uns, auch in Deutschland. Ja, und sein Vize J.D. Vance hat ja am Wochenende auch noch mal nachgeschoben, genau in dieser Frage. Herr Schupelius, aber natürlich haben Sie auch einen Aufreger des Morgens. Und da spielt ausgerechnet die Integration, das ist ja auch ein wichtiges Wahlkampfthema für den Bundestagswahlkampf, die Rolle. Das ist eine Recherche der Kollegen der Welt am Sonntag, die herausgefunden haben, dass in den Asylbewerberheimen in Deutschland der Islamismus heranwächst und gärt und dass niemand darauf schaut. Es gibt keine Kontrolle. Es gibt in den Asylbewerberheimen eine Kontrolle über die Lebensumstände, dass alle versorgt sind und vielleicht auch, dass keine Kriminalität ausbricht, aber nicht darüber, ob es islamistische Radikalisierung gibt. Und am Beispiel des Mordanschlags in Solingen im letzten Jahr hat der Kollege Büscher herausgefunden, dass sich der Mörder in dem nahegelegenen Asylbewerberheim erst islamistisch radikalisiert hat. Das wirft ein Schlaglicht darauf, wie gefährlich die Lage eigentlich ist in diesen Asylbewerberheimen, in denen die Menschen sich selbst überlassen sind und dann auf den falschen Weg geraten. Und dazu gibt es noch eine zweite Meldung, die hat uns die Bild-Zeitung geliefert, dass nämlich die Rückführung von Asylbewerbern in andere europäische Länder nicht funktioniert, weil die anderen europäischen Länder Asylbewerber, die eigentlich aus Deutschland zurückgehören, nicht aufnehmen. Beispiel Italien. 13.000 Asylbewerber aus Deutschland müssten nach Italien zurückkehren. Italien hat aber nur 3 im letzten Jahr aufgenommen. Ihre Nachricht des Morgens finde ich auch sehr interessant, weil sie dreht sich in gewisser Weise auch um einen Krieg, und zwar den Ukraine-Krieg und Russlands Schattenkrieg auch gegen uns, die hybride Kriegsführung. Was genau meinen Sie damit? Meine Nachricht des Morgens ist eigentlich eine sein sollte, die ich in den Nachrichten noch nicht gefunden habe. Das kommt vom Wochenende. Der Verteidigungsminister hat uns darauf hingewiesen, dass die verdeckten Angriffe auf unsere Infrastruktur in der Ostsee zunehmen durch Russland. Heute trifft sich Pistorius mit den Kollegen aus Polen zum Beispiel und Frankreich zu diesem Thema. Wir müssen uns der Tatsache bewusst sein, dass Russland, und wir haben es erlebt, mit einer Schrottflotte versucht, Unterseekabel zu beschädigen. Wir müssen uns damit vertraut machen, dass Russland auf verdeckte Art und Weise versucht, die NATO anzugreifen mit Nadelstichen, auf die man sehr schwer reagieren kann. Und das ist eine große Gefahr. Und wir wollen ja in Zukunft in Sicherheit in Europa leben und sollten uns mal Gedanken darüber machen, wie wir dem begegnen. Ich habe ein bisschen gestaunt, weil Sie haben natürlich auch eine Hoffnung an diesem Morgen, als ich dann gelesen habe, was Sie als Hoffnung des Morgens sehen. Warum ausgerechnet so eine, sage ich mal, radikale Hoffnung? Das ist keine radikale Hoffnung, sondern die AfD hat sich am Wochenende von ihrer Jugendorganisation getrennt, den jungen Alternativen. Das ist eine rechtsradikale Gruppierung, ein Verein, der an die AfD angeschlossen war. Die wird es nicht mehr geben oder zumindest keinen Zusammenhang mit der AfD. Das ist ein Versuch der Parteiführung, sich von den rechtsextremen Rändern zu lösen. Und das ist ja sehr wichtig, denn die AfD wird deutlich größer. Das merkt man auch in der Zustimmung in der Bevölkerung. Sie wird also eine wichtigere Rolle einnehmen in den Parlamenten, ob nun in der Opposition oder irgendwann auch in der Regierung. Und umso wichtiger ist, dass sie sich von den extremistischen Kräften, die rundherum um diese Partei hängen und sich bewegen und aktiv sind, trennt. Und deswegen ist dieser Beschluss des Parteitages vom Wochenende eine Hoffnung, dass sich diese Partei mehr in die Mitte bewegt.
Meinungsstark auch am Morgen. Nicht nur die Welt am Abend, zukünftig am Morgen, mittags und am Welt am Abend. Gunnar Schuppeus, wir haben unsere Premiere gefeiert. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie so früh zu mir ins Studio gekommen sind. Und dann bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Danke, schönen Tag. Danke auch.